Der Atlantik. Wieder geht es los Richtung Westen. Wieder starten wir in Portimão in der Algarve. Wir, das sind Robert und ich, Andreas. Und natürlich die Kokon. In Portimão haben die Winterstürme ihre Wunden hinterlassen. Die Molen sind teilweise beschädigt und bei Südwind sind die Ankerplätze nicht gerade ruhig. Auch im Hafen hat es wieder Schäden gegeben, wie schon vor einem Jahr. Wir sind trotzdem in der Marina, weil wir dort die Kokon besser vorbereiten können. Vorbereiten auf die nächsten über 4000 Seemeilen bis in die Karibik. Es wird meine dritte Atlantikrunde, weil mir die kleine erste nur über Madeira zu den Azoren nicht mitzählt. Aber das ist lange her, das war 1993. Dann kam 1998 bis 1999 die erste große Atlantikrunde mit einem 10-Meter-Schiff. Dann die zweite mit der Kokon von 2021 bis 2022. Und jetzt, im Oktober 2024, geht es wieder los. Noch einmal in die Karibik. Doch bevor das losgeht, machen wir eine kleine Wanderung im Hinterland, die wirklich sehr schön ist. Robert holt seine Drohne raus und macht viele interessante Aufnahmen. Für uns ist dieser Tag ein schöner Anfang dieser Reise. Technik, die begeistert. Technik, die begeistert. Am nächsten Tag gehen die Vorbereitungen los, denn es gibt viel zu tun. So, den lassen wir mal parat. So, jetzt versuche ich mal den Fender hier runterzulegen. Mal gucken, dass er etwas höher, höher machen kann, sodass man die Luke aufkriegt. Ja, müsste eigentlich so gehen. Jetzt ist es hier drauf. Der hält den schön hoch. Die Luke kann man aufmachen. Jetzt wird er hier vorne nur runtergebunden und dann ist er fertig. Ja, ist doch wichtig, dass man ein bisschen Luft kriegt hier dran. So, jetzt wird das hier noch gesichert. Den guten Spanngurt. Okay, fertig. Und dann vorne nochmal rumgezogen. Vorne die blaue Leine noch. So. Jetzt ist er gut gesichert und auch mit dem Fender unten drunter, das ist auch gut gesichert. Und jetzt kann er auch seitlich nicht wegrutschen. So, alle guten Dinge sind 3. So, jetzt erstmal den Sack vom Potenzier raus. Da ist er. Können wir gleich rausnehmen, wa? Okay. Ist der Propeller da dran? Ne, den habe ich extra gelagert. Die Selbststeueranlage ist da dran. So, die auch raus, ja? Die auch raus, ja. Und dann haben wir nämlich genug Platz da dran. Mhm. Man kommt aus einer sündhaft teuren Tasche raus. Hat richtig viel Geld gekostet. Ich habe vergessen, wie viel zum Glück. Und zwar glaube ich, ist nicht nur arm, sondern auch seelisch verkauft. So, das kommt jetzt hier rein. Dann wird er hier aufgeschoben. Und hat er eine Führung? Ne, hat er nicht. Hat keine Führung. So. Und dann wird der hier einfach festgeschraubt. Und wofür haben wir das Ding? Tja,
Also wir mussten ja erstmal, wir mussten ja erstmal das Beiboot wegmachen, weil sonst können wir die Selbststeueranlage nicht anmachen. Die Windsteueranlage. Wir steuern ja mit dem Wind. Und das stört natürlich das Beiboot hinten, die braucht sehr viel Platz. Zweitens machen wir den Water&Sea jetzt ran. Wenn wir den runterschwenken, das ist also ein Hydrogenerator, wenn wir den runterschwenken, erzeugt er bei der Fahrt Strom. Und das ist natürlich super. Wenn die Sonne weg ist und so weiter, wir fahren schnell vor allen Dingen, erzeugt der wahnsinnig viel Strom. Also durchaus mal 20 Ampere oder mehr. Also zwischen 6 und 20 Ampere, sagen wir mal, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Genau, die beiden Sachen, die brauchen hinten Platz und deswegen haben wir vorher das Beiboot vorne aufgelegt. Der kommt jetzt rein mit seiner Achse. Hinten ist die Halterung, also die Aufnahme. Ja, und dann ist er bereit. Hier mit so ein paar Seilen wird er hoch und runter gezogen. Das habe ich in einem anderen Video mal gezeigt. Diese Roomtour an Deck, da habe ich das erklärt, wie das funktioniert. Und dann sind wir hier hinten bereit für die Fahrt. Na? So, in dem Sack hier ist alles drin, da ist die Achse drin, da ist die Leinen drin. Zum Hoch- und Runterziehen. Hole ich jetzt mal hier raus. Das ist die Achse, die kommt da unten rein. Hier sind auch die Taillen drin. Die Leinen quasi, mit denen man den Water&Sea hoch und runter lässt. 1, 2. Die werden später angebaut. Und jetzt haben wir alles zusammen. Das ist der Vorteil von dem Sack. Schon ein Teil des Preises ist damit gerechtfertigt. Genau. Kabel mal hier unten hin, nicht dass es reinfällt, weißt du? Ja. Kannst du das hier reinschieben? Wenn du oben drin hast, dann ist schon mal gut. So, wenn ich jetzt hochholen will, dann hole ich den so hoch. Da brauchen wir eine starke Teile, damit man den auch bei der Fahrt hoch und runter lassen kann. Dann geht es. Wofür musst du das aufschrauben? Hier oben. Achso, das ist sozusagen die Ausrichtung von dem. Da ist so ein kleines Loch drin. Im Ruder, das ist hier. Hier ist das Loch drin und da muss diese Schraube rein. Achso, damit es in der richtigen Position ist. Genau, damit sie die richtige Position hat. Okay. Jetzt muss das natürlich so rein, dass das Loch für die Schraube auf der Seite ist und nicht umgekehrt. Also hier reingesteckt. So, dann die Achse durch wieder. Und zwar ohne, dass man die Mutter auf der anderen Seite rausdrückt. Möglichst. So, und dann muss man ein bisschen fummeln und suchen, wie die Stellung ist. Die Stellung ist, glaube ich, hier, wenn die Achse, das wird hier praktisch parallel hier. Dann stimmt's. Und ungefähr genau. Und schon stimmt's, siehst du? Genau, und dann kann der vorne rein in die Koje. Aber der Lenker stört. Dummerweise passen die auch hinten nicht rein in die Wachskisten. So, und dann einfach oben rausziehen, das Ding. Genau. Ja. Der braucht auch nicht. Nicht, dass er wieder piept. Nee, der piept nicht. Hatten wir auch schon Spaß mit. Ja. Piependen Roller auf dem Atlantik. Ja. So. Gucken wir, was wir das da reinkriegen. Oh, geht ja Da gut, passen ne? zwei rein, ja. Ja? Ja. Na, dann machen wir da zwei rein, oder? Ist doch besser. Mhm. Ja, das ist doch super. Okay, dann hole ich jetzt den anderen. Mhm. Oder passt? Passt oder passt fast? Passt auf den Müll, würde ich sagen. Auf dem Mühe? Ja. Guck. Okay. Aha. Drück sie runter. Ist noch runtergegangen, ja. Mhm. Passt schon. So. Am 18. Oktober 2024 geht es endlich los. Wheeling ab Richtung Porto Santo. Ja.
Das ist wahrscheinlich wirklich das letzte Mal, dass wir von hier losfahren. Aber man weiß es ja nie. So. Die kommen alle hinten rein, ja. So, Passt. okay. Wir sind jetzt seit ein paar Stunden unterwegs. Wir haben Westwind, 13 Knoten, 14 Knoten. Wir laufen 60 Grad am Wind mit 7 Knoten ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Und es ist einfach traumhaft. Dadurch, dass wir hier so hoch am Wind sind, bei 60 Grad am Wind, sind wir natürlich relativ schräg. Das ist bei Westwind 4 Uhr vor, also so um die 13, 14 Knoten immer. Wahrer Wind. Scheinbarer Wind ist ein bisschen mehr, 15, 16. Volle Besegelung. Aber es läuft einfach toll. Wir haben kaum Windwelle, sondern im Wesentlichen den großen Atlantikschwell. Aber der stört überhaupt nicht. Das Schiff läuft wie auf Schienen. Er ist klassisch. Wir kommen langsam in den Dampfertreck. Aber die Frachter sind alle, so wie ich sehe, gehen die alle hinten durch. Und dann können wir in die Lane rein, wo die Frachter von Westen kommen. Da müssen wir mal sehen, wie es da ist. Aber normalerweise geht es alles gut. Also, tipptopp. Jetzt geht es in die erste Nacht. Das ist lokale Zeit knapp kurz vor 8 abends. In 10 Minuten gibt es einen neuen Wetterbericht. Starlink läuft. Funktioniert alles wunderbar. Die erste Nacht ist ruhig. Wir haben um die 10 Knoten Wind, manchmal 14. Wir segeln mit rauem Wind. Jetzt gerade mal so um die 4,5 Knoten, manchmal auch 6. Die See ist recht ruhig. Wir haben eine hohe Dünung, aber die stört nicht weiter. Die macht einfach nur das Boot langsam hoch und mal runter. Also das ist kein Problem. Die meiste Zeit können wir mit der Selbststeuerung, also mit der Windsteueranlage steuern. Aber wenn zu wenig Wind ist, dann geht es doch mit der elektrischen Anlage besser. Der Wind ist so schwach, wir kommen kaum vorwärts. Wir ziehen jetzt mal den Blister hoch. Oder den Gennaker, sagt man ja heute. Und hoffen, dass es besser wird. Ein bisschen wie so ein Leierkasten. Genau, mit Musik. Okay. Zufrieden? Ja, ist immer alles verdreht, oder? Aber am Ende steht er doch. Da müssen wir noch ein bisschen besser hinziehen jetzt. Ja. Und höher ging er nicht, ne? Höher hochzuziehen. Nee. Okay. Inzwischen segeln wir mit dem Blister. Allerdings nicht so ganz in die richtige Richtung. Also eher nach Südost. Und Südwest wäre richtig. Aber da vorne ist nicht so viel Wind. Also wir fahren jetzt wieder dem Wind entgegen. Und dann gehen wir wieder auf den anderen Kurs. Das wird mit dem Bock gekocht. Ich glaube, das geht. Heute gibt's Bolo. Ganz ungewöhnlich auf dem Schiff. Oder? Klassiker. Der Klassiker, genau. Leider nicht vorgekocht.
vorgekocht haben wir nicht. Nee, kann man vergessen. Ist ja egal. Heute hat der 3. Tag angefangen. Es ist früh morgens, die Sonne geht gerade auf. Und das ist eine tolle Stimmung. Normalerweise erlebe ich die nicht so oft, weil ich morgens eher meine Freiwache habe. Das heißt, ich schlafe morgens eher und habe den Sonnenuntergang. Aber der Sonnenuntergang ist schön, aber der Sonnenaufgang ist auch schön, muss ich sagen. Er war toll heute Morgen. Die Nacht war sehr unruhig. Wir hatten kaum Wind. Wir haben versucht, vor dem Wind zu laufen, mit ausgebaumten Segeln, Wing to Wing. Hatten aber Schwell von der Seite, sehr hohen Atlantikschwell von der Seite, sodass wir ständig hin und her geknallt sind. Die Segel sind immer hin und her geknallt. Der Mast hat so erschüttert, ist so erschüttert. Das war nicht gerade schön, muss ich sagen. Aber jetzt laufen wir wieder und wir haben noch, wie viel haben wir dann noch? Wir haben noch 280 Seemeilen zu fahren. Ja, das sind nochmal 2 gute Tage. Ja, vielleicht auch 2,5, je nachdem. Wind ist ja nicht sehr stark. Also jetzt laufen wir wieder. Der Wind ist jetzt gut genug, stark genug. Gegen Mittag, da kommt ein Frachter. Es sind relativ viele Frachter eigentlich, die von Norden kommen. Und der geht jetzt direkt bei uns vorne vorbei. Wie man sich dort täuschen kann. Es ist nicht genug Wind, also setzen wir wieder den Ginnaker. Irgendwie müssen wir auch vorwärts kommen. Und manchmal ist es so, dass er sich verturnt und braucht eine Weile, bis er richtig sauber rauskommt aus seinem Sock, aus dem Socken. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Aber komm mal erst mal her, vielleicht kriegen wir es so hin. Das hat sich ja verhakt. Siehst du? Eine Seele von dem. Jetzt ist okay. Okay, gut. Genau, das habe ich gehofft. So. Nee, ist okay. Ich habe jetzt lose. Ich habe extra ein bisschen loser gelassen. Ich glaube, das steht da vielleicht sogar besser. Halbwind, sagt er jetzt. Okay. Aber Halbwind müssen wir ein bisschen dichter holen. So. Rechts neben uns ist ein Fischer, recht großer sogar, ohne AIS. Ja, das Radar hat ihn entdeckt. Aber das heißt ja immer, die Fischer haben AIS an. Stimmt gar nicht. Wenn der ganz ausschwenkt, bleibt er hängen. Keine Ahnung warum. Da bleibt er hängen an der Stellung. Übrigens ist das Klebeband eventuell, dass er ein bisschen ablenkt. Abgegangen. Dass das Klebeband ablenkt, aber vielleicht Gewicht, weiß ich nicht. Also
Den Spoiler an der Seite. Weiß ich nicht, das ist ja relativ leicht. Wenn das kleines bisschen Gewicht schon den Später stellt sich dann heraus, dass die Achse, die die Windfahne mit dem Ruder unten verbindet, beziehungsweise mit dem Gelenk, dass sie in ihrem Rohr etwas schleift. Aber das ist kein Problem, das wird dann später geändert. Nach knapp 4 Tagen Überfahrt liegen wir hier vor Anker in der Bucht außerhalb des Hafens von Porto Santo. Der Hafen scheint voll zu sein. Denn gestern Nacht, als wir eingelaufen sind, oder heute früh gegen 7 Uhr, sind einige reingefahren in den Hafen, haben wieder rausgekommen, haben keinen Ankerplatz gefunden. Also wir sind dann gleich hier draußen vor Anker gegangen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich könnten wir die Insel besichtigen, aber es soll jetzt in 2 Tagen so viel Wind kommen, dass sich das gar nicht lohnt, das Beiboot reinzulassen und so weiter. Also wir werden morgen vermutlich weiterfahren. Vorher gibt es natürlich noch was Vernünftiges zu essen. Das ist eigentlich kein Kochen, ich bewache eigentlich nur die Bratkartoffeln beim Braten. Hochschmeißen. Ja. Was gibt's dazu? Dazu gibt es Steak. Das wärmt sich hier schon mal ein bisschen auf Betriebstemperatur. Okay. Und da gibt es noch ein Gürkchen dazu. Gürkchen. Gürkchen. So süß. Ja, dann machen wir noch ein Ei rein. Und dann ist das Schmackofatz. Da kann man doch ein Spiegelei noch machen, oder? Kann man auch ein Spiegelei machen. Spiegelei wäre mir noch lieber, ja. Spiegelei geht auch. Perfekt. Dass wir 3 Sachen hintereinander machen. Und was trinken wir dazu? Das ist ein Campario. Mehr Videos über eine Atlantikrunde gibt es zum Beispiel hier. Und dann mal sehen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao von der Kokon.